Hallo liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeigen wir euch ein modernes Holzhaus, das aber den Charme und die Ausstrahlung eines traditionellen bayerischen Landhauses einfängt. Wir haben mit einer Bauherrin gesprochen, die sich zusammen mit Baufritz und einem ortsansässigen Schreiner den Traum von der perfekten Symbiose aus Neubau, Komfort und Altbau-Charme verwirklicht hat. Mit vielen tollen Ideen und Details. Also kommt mit! Wir sind heute bei Katrin in Oberbayern. Katrin, hallo, vielen Dank. Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir da sein dürfen. Ja, und du wolltest eigentlich ein altes Haus, musstest aber neu bauen. Und das sieht man auch, du hast ganz viele traditionelle Elemente hier reingenommen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Ja, gerne. Also das Grundstück hier, das ist von der Familie, also aus Familienbesitz. Und die Familie meiner Mutter kommt aus der Gegend und schon die Urgroßeltern waren hier. Und wir haben auch viele alte Sachen. Und wenn ich jetzt hier schon auf dem Grundstück baue, dachte ich, muss ich dem auch irgendwie gerecht werden. Und deswegen habe ich mich bemüht, bei dem Haus so ein bisschen immer alt und neu zu kombinieren. Also hat natürlich auch eine Menge Vorteile, ein neues Haus zu haben, funktioniert alles, moderne Technik und so weiter. Aber so von der Optik habe ich mich bemüht, der Gegend, also den typischen Baumerkmalen der Gegend zu entsprechen und auch so ein bisschen diesen Charme dieser Landhäuser zu entsprechen. Du hast eben schon kurz erwähnt, es gab hier relativ restriktive Bauvorschriften. Du hast ja, glaube ich, ungefähr 170 Quadratmeter Wohnfläche, relativ schmalen Baukörper, 7,70 Meter mal 13,30 mit so einem schönen Giebel. Das ist ja hier schon was ganz Besonderes. Und das Dach, das sind, glaube ich, 28 Grad Satteldach, hättest du eigentlich gerne anders gehabt. Ja, genau. Also die Bauvorschriften, jedenfalls an diesem Ort, schränken einen schon ziemlich ein, das muss ich sagen. Und diese Dachschräge ist genau festgelegt eigentlich auf 30 Grad. Und nein, auf 25 Grad. Ich hätte gerne 30 gehabt. Okay. Und das ist genau die Schräge von den bayerischen Bauernhäusern. Also diese Stallungen, die haben diese eher flache, geneigten Dächer. Und damit, ich wollte ja aber kein bäuerliches Haus, sondern eher ein bisschen was Schickeres. Und deswegen wäre ich froh gewesen, ich hätte etwas steileres Dach haben können. Aber ich habe immerhin 2 Grad rausverhandelt. Sehr gut. Und du hast ja wirklich ein sehr, sehr schönes Dach, muss man sagen. Diese graue Dachuntersicht, auch sehr große Dachüberstände. Das ist auch typisch Landhaus. Ja, ne? genau. Und diese ganz besondere Giebelverkleidung, die auch an der Wiederkehr nochmal auftaucht, das ist hier so was Traditionelles in der Gegend. Ja, genau. Das gehört so zu diesem Baustil, der hier in der Gegend ist. Das wird auch oft kombiniert mit irgendwelchen Rücksprüngen und Balkonen. Und das habe ich hier aufgegriffen. Und ich finde, das war eine Idee von meiner Architektin. Ich finde, das ist wunderschön geworden, auch zusammen mit den Faschen rund um die Fenster. Ja. Das ist auch was in der Gegend typisch ist. Und im Zusammenspiel mit diesen Sprossenfenstern, finde ich, macht das einen ganz schönen Gesamteindruck. Ja, und was du auch sehr schön hast, du hast hier Farben gewählt für die Klappläden. Das ist jetzt nicht die Farbe, die man hier so typisch sieht, oder? Er ist ein bisschen heller, aber blau und grün sind so die typischen Farben, die man hier in der Gegend hat. Und ich mochte es pastellig ein bisschen lieber. Und deswegen habe ich mich für blau entschieden. Ich finde, das kommt auch ganz gut in der Kombination mit dem Grau. Ja, sehr schön. Und du hast was ganz typisch, eigentlich eher amerikanisches, nämlich eine 16 Quadratmeter große Eingangsveranda. Ja. Ich kann mir vorstellen, das hat viele Vorteile, oder? Ja, das ist super. Man kann, wenn man ankommt mit den Einkäufen und es regnet, man kann sich schon mal ins Trockene retten. Ist auch nett, wenn man Besuch bekommt zum Empfangen oder Verabschieden. Ich habe natürlich typisch mir einen Schaukelstuhl dahingestellt. Da sitze ich jetzt nicht so oft drauf, aber wenn ich weiß, jetzt kommt gleich einer, manchmal tue ich es. Und ich finde, das gibt so eine gewisse Großzügigkeit und ja, ein bisschen bequem und heimelig. Weil das war das, was ich wollte. Es sollte also gemütlich sein und einladend und freundlich. Und alltagstauglich und praktisch. Genau. Ja. Mit den Veranden hast du es ja so ein bisschen. Wir gucken mal um die Ecke. Ich glaube, da gibt es noch eine, gell? Da gibt es noch eine. Dann schauen wir doch Okay, mal. gut.
hast ja ganz besonders schöne Fenster, die auch so landhaustypisch sind. Das sind aber, glaube ich, hochmoderne Holz-Alu-Fenster. Hast du da echte glasteilende Sprossen drin oder wie ist das? Das ist so ein Mittelding. Also die Sprossen sind von außen aufgesetzt, das Glas ist nicht unterbrochen. Das liegt auch daran, dass das dann die Isolierung schwächt. Und das sind ja 3 Fensterscheiben, damit das besonders gut isoliert ist. Und dann habe ich den Kompromiss gemacht, wenn man jetzt so ein bisschen von der Seite guckt, sieht man, dass das in der Mitte offen ist. Stimmt, ja. Aber mich stört es im Alltag nicht. Sieht sehr echt aus. Ja. Und das nächste Highlight ist ja hier diese wunderschöne Veranda, die komplett überdacht ist, nochmal mit dem Balkon oben drauf. Nutzt du das beides, unten und oben? Ja, das mache ich tatsächlich. Also der Balkon hat sich von der Größe her durch die Verandagröße ergeben. Und ich habe auch zuerst gedacht, ich habe einen schönen großen Garten, brauche ich den Balkon. Aber tatsächlich ist das so ein schöner Rückzugsort, gerade so in den Abendstunden. Man hat von oben auch nochmal einen schöneren Blick. Ja? Und gerade weil das Haus auch so ein bisschen tiefer sitzt, muss man hier mal so ein bisschen hoch gucken. Von oben ist eine ganz andere Perspektive. Und so abends für einen Sundowner oder so, wenn man sich so ein bisschen zurückziehen möchte, ist das wirklich ein Ort, den ich viel nutze. Du hast gerade tiefer sitzt gesagt und ich sehe schon, so ein bisschen musste hier auf dem Grundstück auch was mit den Höhen getan werden. Ich glaube, da geht es auch gleich bei der Garage noch mal drum. Ja. Magst du uns kurz was dazu sagen, was das für einen Aufwand bedeutet hat? Ja, der Aufwand, der war jetzt gar nicht zu unterschätzen. Ich habe es unterschätzt, denn das Gelände hat also ein Gefälle und das ist von der Stelle da hinten bis vorne zur Garage ein Unterschied von 1,50 Meter. Okay. Und ich habe gedacht, ach, 1,50 Meter, was ist das schon? Ne? Aber das bedeutet halt, dass wenn man eine ebene Fläche haben will, man das Haus also hier einen Bereich schaffen muss und der muss dann entsprechend abgestützt werden. Und das hat dann, da habe ich immer gedacht, das macht man ein bisschen gerade, aber da musste dann doch einiges gemacht werden mit diesen Mäuerchen hier, weil die Bauvorschriften auch sagen, dass man das Gelände nicht groß verändern darf. Okay. Also, das ist diese Voralpen-Moränenlandschaft mit diesen Hügeln und die soll so erhalten bleiben. Und deswegen darf ich das jetzt hier auch nicht einfach alles platt machen. Und deswegen haben wir diese Mauern hier gemacht und das hat dann schon noch mal mehr gekostet, als ich erwartet habe. Okay. Magst du was zur Größenordnung sagen oder nicht? Ja, also allein diese ganzen Stützmauern und die Wege, das waren dann schon noch mal 50.000 Euro. Sollte man auf jeden Fall einplanen. Ja, tatsächlich. Dann schauen wir doch noch mal rum, denn bei der Garage gibt es, glaube ich, auch noch eine Besonderheit. Wenn wir jetzt hier rumkommen, sehe ich, da hängt so ein schwarzes Schnürchen. Ja. Was hat es damit auf sich? Das ist die Schnur, an der sich der Insektenschutz runterziehen lässt, wie so ein Rollo. Und in allen Schlafräumen haben wir also so einen, gehört in den Fensterrahmen, ist das so integriert, ein Insektenschutz. Das ist super, hier gibt es viele Mücken, die Landwirtschaft ist nicht weit. Ja? Und deswegen, alle Zimmer, in denen geschlafen wird, haben wir die Fenster so geschützt. Ihr habt keine kontrollierte Lüftungsanlage im Haus und auch nichts mit dezentralen Lüftern, sondern macht alles über Fensterlüftung. Ja, das war mir irgendwie fremd, diese zentrale Lüftung und so. Ich dachte, ich kriege das klassisch auch geregelt. Und ja, aber dafür haben wir diesen Insektenschutz und das ist super, weil kein Problem, wir werden nur im Garten gepiekst. Sehr schön. Ja, und hier hinten kommen wir ja jetzt schon zu deinem Hinterhof, sage ich mal. Da gibt es noch mal einen Eingang nach drin und einen Zugang zur Garage. Auch da gab es ja Probleme. Du hast das mit dem Hersteller gleich aus einer Hand planen lassen und das war gut, glaube ich, oder? Ja, fand ich schon, also dass das eine harmonische Einheit gibt und dass man auch mit diesen Geländebesonderheiten klarkommt. Denn man sieht ja, da gehen Stufen runter zur Garage, also wegen dieses Gefälles. Die Garage ist 80 cm tiefer als das Haus. Und da muss man also runter. Ursprünglich wollte ich eigentlich gerne einen Direktzugang von der Garage zum Haus haben, von innen. Das ging nicht wegen dieses Höhenunterschieds. Und dann haben wir es halt, immerhin habe ich die Veranda, dann wird man nicht sehr nass beim Aussteigen im Regen. Und hier hinten ist auch noch ein Abstellraum in die Garage integriert, wo ich von hier dann den Zugang habe. Super. Das heißt, auch wenn der Handwerker mal zur Heizung muss, hat er hier den kurzen Weg von außen. Genau. Oder wenn ich mit dem dreckigen Hund vom Spaziergang zurückkomme, kann ich auch von hinten rein.
Wo wir jetzt gerade hier rumkommen, sehe ich, du hast da noch einen Außenwasserhahn freistehend. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist eigentlich ganz nett. Ich habe hier unter der Pflanze so einen Kanaldeckel und darunter ist so ein Wasserrückhaltervorrichtung kombiniert mit einer Zisterne. Du hast gerade erwähnt das Thema Wasser und ich glaube, das war auch ein Grund, warum du auf den Keller verzichtet hast. Ne? Ja, das ist richtig. Also das ist hier ja dieses Gefälle und es gibt hier öfter mal Starkregen. Ich glaube, das ist ein allgemeines Phänomen, aber hier auch ganz besonders. Und dann läuft das Wasser dieses Gefälle so runter und viele von den Nachbarn haben halt auch Schwierigkeiten. Weil der Regen, weil der Keller voll läuft und der lehmige Boden, der lässt das Wasser nicht so richtig gut versickern. Und ich habe mir gedacht, der Keller war auch außerordentlich teuer oder wäre es gewesen. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden und gesagt, ich verzichte lieber auf den Keller und investiere in einen schönen Innenausbau, der gute Abstellflächen bietet. Und ich habe ja auch noch den Raum in der Garage hinten, wo man auch Sachen unterbringen kann. Und das war also ein Grund, wenn es jetzt stark regnet, mache ich mir keine Sorgen, denn bei mir kann ja gar nichts volllaufen. Ich sehe, du hast hier auch eine ganz besondere Eingangstür. Das Element ist auch kein feststehendes. Was hat es denn damit auf sich? Ja, mir war es irgendwie wichtig, dass ich so eine großzügige Eingangsbereich habe und ich wollte es gern symmetrisch haben. Also, dass die Tür, ich mache hier gerade noch mal zu, dass die halt genauso aussieht wie der rechte Teil und das war mit einem feststehenden Teil gar nicht möglich. Das hätte man immer gesehen, dass das nicht genau gleich ist. Die Fenster wären unterschiedlich groß gewesen, das hätte mich gestört und deswegen haben wir dann tatsächlich eine doppelflügelige Eingangstür gemacht. Besonders oft mache ich sie jetzt nicht wirklich auf, aber ich könnte, wenn ich wollte. Ja. Und ich sehe auch schon, du hast hier innen einen ganz, ganz besonderen Bodenbelag. Der sieht eigentlich aus wie ein Pflaster, das man auch draußen verlegen kann. Das stimmt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag ganz gern dieses Alt und Neu. Und in alten bayerischen Bauernhäusern haben die oft so einen Boden. Das ist halt rustikal, da werden die Milchkannen rein und raus getragen. Und das ist jetzt so ein Kalksteinboden, also Natur-Kalksteinboden in so einem römischen Verbund gelegt. Und der ist bewusst auch so ein bisschen, wie heißt das, rustikal, so ein bisschen gebrochen, weil wir sind ja auf dem Land. Jetzt sind wir hier schon in deiner Diele und du hast mir ja gesagt, dass du viel Wert auf Details legst und auch schon den vorausschauenden Blick dafür hast und sehr viel mit dem Schreiner gearbeitet hast. Also diese wunderbare Garderobe fällt mir gleich als erstes ins Auge. Ich glaube, die hat auch ein paar Besonderheiten, ne? Ja, die Garderobe, also ich hatte ja zuerst gedacht, muss ich die jetzt auch noch vom Schreiner machen lassen, kostet ja auch alles Geld. Ja. Und dann habe ich erst versucht, normale Schränke da irgendwie rein zu planen, aber das hat es nicht gebracht. Also weil das ist ein bisschen so eine spezielle Ecke hier, die Treppe setzt da an. Und genau, und ich wollte auch, dass das hier in einer Flucht ist, ja, und nicht irgendwie irgendwo endet. Und dadurch hat sich dann ergeben, dass dieser Schrank extra tief ist, das sind 70 Zentimeter, was toll ist, weil die ganzen Schuhe sind hier drin und sowas wie Stiefel, die man sonst nie unterkriegt, passen dann halt da rein. Ne? Und deswegen, hier unten hat jeder sein Fach für die Schuhe, da ist alles drin und hier kann ich auch mal aufmachen, da sind dann die Jacken drin. Genau, und da kriegt man also alles, Mützen, Handschuhe, Schals und so weiter, ist alles schön verräumt und ja, der Raumeindruck ist jetzt nicht so uneinheitlich. Und du hast hier sehr schön auch geachtet auf Muster, clean, ohne Griffe und was mir sofort auffällt, dass hier die Farbe praktisch identisch aussieht, obwohl es ja hier, glaube ich, ein Malervlies gestrichen und hier eine andere Oberfläche ist. Das ist nicht so einfach, ne? Ja, da habe ich ein bisschen rumgetüftelt. Ja, denn ich wollte gerne, wir sehen ja gleich auch die Küche, dass das alles eine Farbe hat, also Wand. Das ist ein beschichtetes Material, die Küche ist lackiert und dass das alles ja den gleichen Ton hat. Und es sind alles unterschiedliche Hersteller, da habe ich mit den Farbfächern ganz schön rumgefummelt und ist aber relativ gut hinbekommen. Und Küche und diese Einbauschränke sind aber vom gleichen Schreiner, das ist vielleicht wichtig zu wissen, ne? Ja, genau. Dann lass uns doch da gleich mal reingucken, oder? Ja.
das ist so die Verteilerzentrale. Hier kommen wir alle zusammen. Wir kochen viel und gerne zusammen und deswegen ist die Küche auch so großzügig dimensioniert, dass viele Leute gleichzeitig kochen können, weil das mache ich gerne mit meinen Töchtern. Und von hier geht es dann ab ins Wohnzimmer. Das Wohnzimmer verstehe ich eher als so einen Rückzugsbereich, wenn ich dann mal meine Ruhe haben will. Aber deswegen diese Größenverhältnisse. Und hier gibt es eine Menge schöne Details, sowohl was Materialien angeht, als Planungsideen. Das wäre doch toll, wenn du da ein bisschen was erzählen könntest zu diesem schönen Boden. Ja. Und der Decke? Ja, genau. Also das ist ja, wir sind auf dem Land und ich wollte halt ein Landhaus haben und das darf auch ein bisschen rustikal sein, auch wenn ich es nicht übertreiben wollte. Aber deswegen haben wir also einen Dielenboden, ein Landhausdiele, die geschrubbt ist, heißt das. Also die Oberfläche ist ein bisschen rau. Ja, genau. Und wie als ob das mit einem Schrubber oft geschrubbt worden wäre. Das ist Eiche, ne? Ja, das ist Eiche, leicht astig, also auch wegen dem Landhauslook. Ne? Und den gleichen Boden haben wir hier im Wohn- und Küchenbereich durchgehend gelegt. Und die schöne offene Holzbalkendecke, die haben wir hier in diesem Bereich und im Wohnzimmer. Im Flur haben wir es jetzt nicht, weil in kleinen Räumen wirkt das oft ein bisschen unruhig, aber hier kann man das schon machen. Und es war auch noch so ein bisschen eine Besonderheit, dass wir bei der Planung dann darauf geachtet haben, dass die auch hier durchgehend gleich gestreift sind. Das war nicht von Anfang an so. Und das hätte mich jetzt enorm gestört, wenn jetzt plötzlich da hinten die Balken in die andere Richtung gehen. Ja. Dadurch gewinnt man noch mal ein bisschen Raumhöhe. Das ist also die Standardraumhöhe hier, nicht erhöht. Und durch diese offene Balkendecke gewinnt man nochmal 20, 25 Zentimeter und deswegen finde ich, wirkt das eigentlich ganz großzügig. Ja, auch weil das so weiß pigmentiert ist. Das bricht so ein bisschen das Rustikale und was ich auch sehr schön finde, ist diese Schattenfuge jetzt zwischen der Malerfließoberfläche und dem Holz. Damit umgeht man natürlich irgendwelche Risse, komische Silikonfugen oder sonstiges. Ne? Ich finde auch, das sieht irgendwie schön aufgeräumt aus und gefällt mir gut. Dieser Alkoven ist auch so was Klassisches, Landhausmäßiges, ne? Ja, mir war halt insgesamt wichtig, dass das hier ein Ort der Entspannung ist, an dem wir es gemütlich haben, wo die Familie zusammenkommt, wo wir gesellig sind. Und da kann man dann, wenn wieder einer kocht, kann der andere da sitzen und zugucken. Und deswegen habe ich viele solche Orte geschaffen, wo man einfach sitzen kann und plaudern und entspannen. Und ganz praktisch, dahinter die Tür, das ist eine kleine Speisekammer, ne? Die diesen Alkoven umbaut. Ja, genau. Also zum Thema Stauraum, was wir ja eben schon mal erwähnt genau. hatten, ganz wichtig, direkt unmittelbar zur Küche. Und klassisch ist ja auch diese wunderschöne Eckbank. Und ein weiterer Glücksfall, wenn ich das so sagen darf, ist diese wunderschöne Arbeitsplatte. Ja. Du hast mir eben schon erzählt, die ist jetzt, glaube ich, 3,90 Meter lang. Wunderschön, auch mit diesen abgerundeten Kanten aus Korian. Ja. Und das ist ja was Besonderes, dass die so lang sein kann, ohne Fuge, ne? Ja, da habe ich mich sehr gefreut. Also der Schreiner hat einen super Job gemacht und hat sich, also da war auch stolz auf diesen Bau hier und hat sich da extra reingehängt, weil eigentlich ist wegen Transport vom Hersteller, die werden ja gegossen in der Form, wie man es mit den Ausschnitten, die man dann braucht. Und der hätte geteilt werden müssen. Aber der Schreiner hat es dann selber abgeholt, dass man nicht mit dem Lastwagen vom Hersteller fahren musste. Und dadurch haben wir es hingekriegt, dass das an einem Stück war. Und das ist natürlich toll. Es hätte mich sehr gestört, wenn wir irgendwo eine Naht gehabt hätten. Und sowas, ne, wie so eine wunderschöne Rundung, das macht einem natürlich auch nur der Schreiner. Ne? Das macht einem nur der Schreiner. Auch diese tollen Türen hier, dass der Schrank also auch diese Rundung aufgreift, dass nicht einfach eckig ist dahinter, sondern dass man hier die Tür auch rund fertigt. Herrlich, ja. Das finde ich ganz besonders schön. Wir hatten die Küche ursprünglich eckig geplant und dann habe ich auf Pinterest so eine Küche gesehen und habe gedacht, nee, das muss ich haben. Ja. Und dann haben wir es nochmal geändert. Und man kann auch nicht an der Ecke hängen bleiben, wenn man vorbeiläuft. Man piekst sich nicht, also ich finde es super. Sehr schön. Und du hast jetzt das hier, sehen wir mit der Küchendruckwand, auch wirklich sehr gut hingekriegt mit den Farben. Übrigens, wenn euch die Farben genauer interessieren, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Wir versuchen euch das wie immer zu beantworten. Aber wir haben hier in der Küchenrückwand noch ein paar nette Details, wo du mir eben auch erzählt hast. Und das fände ich doch jetzt schön, wenn du uns das auch noch mal zeigst. Stichwort Steckdosen, ne? Genau.
Ich finde es immer so blöd, dass Küchengeräte, die man da ja stehen hat, die haben immer so ein langes Kabel und das fliegt immer blöd rum auf der Arbeitsplatte. Und deswegen hatte ich die Idee mit dem Schreiner hier umgesetzt, dass man unter den Steckdosen im Prinzip wie so eine Fußleiste hat, die einen Schlitz oben hat. Und in den Schlitz kann ich dann die Kabel verstecken. Also ich habe hier 1,50 Meter Kabel, die verstecke ich einfach da hinten drin und dann liegen sie nicht auf der Arbeitsplatte rum. Super Idee. Ich finde es auch klasse. Ja. Und es gibt noch eine heimliche, versteckte Tür hier, wenn ich das richtig sehe. Beziehungsweise, ich glaube, du wolltest uns auch noch was zum Backofen zeigen. Ja, das ist toll. Also man läuft ja hier durch und wenn der Backofen auf ist, dann ist es halt manchmal auch ein bisschen blöd. Man kann hängen bleiben oder es ist heiß. Und das ist dieser tolle Hersteller hier, der diese Slide-and-Hide-Türen hat. Wo die Schublade oder diese Klappe komplett drin verschwindet, finde ich super. Ja. Man rennt nicht dagegen, sieht klasse aus und funktioniert auch. Super, zumal man ja jetzt hier die Tür in den Hauswirtschafts- und Technikraum hat. Darf ich die einmal aufmachen? Natürlich. Wo man nämlich dann sehen kann, wenn ich es hinkriege, dass dahinter jetzt der Durchgang ist, raus zur Garage und der Handwerker eben von hinten auch rein kann, beziehungsweise deine Schmutzschleuse, wenn du aus dem Garten kommst. Ne? Genau, richtig. Perfekt. Also wir wollten diese Küchenwand jetzt hier nicht unterbrechen mit einer weiter hinterliegenden Tür, weil die Wand wäre ja eigentlich die 60 Zentimeter Tiefe weiter nach hinten gewesen. Ja. Und damit das eine durchgehende Flucht ist, haben wir also die Tür in die Küche integriert. Jetzt haben wir hier ja gerade schon die nächste Besonderheit, nämlich die Wand zwischen Technikraum und deinem Wohnzimmer, das hier dahinter liegt. Die ist speziell schallgedämmt, Genau. weil dann natürlich auch die Waschmaschine läuft. Genau. Und hast du die schon mal gehört im Wohnzimmer? Ich höre überhaupt nichts. Also die Waschmaschine ist da drin, die schleudert natürlich und macht ihre Geräusche. Es stört mich überhaupt nicht, diese Schallschutzwand nimmt das wirklich weg. War aber auch wichtig, dass das hier eine richtige Tür ist. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, dass man da einfach eine Schranktür hin macht. Ah, okay. Und das ist aber eine wirklich dicht schließende, korrekte Tür und die nimmt den Schall dann auch nochmal weg. Schön, dass das auch raumhoch ist. Ne? Ja. Genau, damit man die gleichen Bezugskanten wieder hat. Stichwort Bezugskanten. Wir haben hier eine wunderschöne Schiebetür, damit du nämlich auch deinen Wohnbereich abtrennen kannst. Und ich glaube, auch da handelt es sich wieder um eine Anfertigung vom Schreiner, wie du mir gesagt hast. Genau, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe lieber in den Schreiner investiert als in den Keller. Und das sind dann die vielen schönen Dinge, die ich dann umsetzen konnte. Und hier habe ich halt auch, also die Tür kam halt nach den Fenstern. Die Fenster kommen ja vom Haushersteller. Und wir haben uns dann auch orientiert an den Sprossen hier. Also dass beispielsweise die Breite von den Sprossen die gleiche Breite hat wie diese Sprossen hier oder auf der gleichen Höhe ist, damit es halt ein einheitliches Bild gibt. Dein Wohnzimmer hat 23 Quadratmeter, ist also wesentlich kleiner als die Küche. Ja. Und eine Besonderheit, die mir hier sofort auffällt, einen echten Kaminofen. Machst du da auch mal Feuer? Oh ja, absolut. Also wir hatten ja das erste Jahr Weihnachten hier letztes Jahr und das war fantastisch. Das ist so gemütlich und das machen wir oft jeden Abend. Was ich dazu sagen kann, ist, dass das Haus hat ja eine eigene Heizung. Das heißt, zu Heizzwecken brauche ich das nicht. Du hast eine Wärmepumpe und eine Fußbodenheizung, ne? Richtig. Und das Haus ist auch sehr gut isoliert. Deswegen war das echt eine Kunst, da so einen Einsatz zu finden, der nicht zu viel Leistung hat. Mir fällt gerade ein, ich habe da noch eine Besonderheit, die vielleicht auch interessant ist. Hier hinterm Fernseher ist nämlich ein Fach, was ich da habe reinmachen lassen. Oh ja. Wo man dann so Receiver und sowas reinstellen kann, weil ich wollte nicht, dass die hier alle rumstehen. Genau. Also da ist quasi den Hohlraum, haben wir genutzt, damit man dieses ganze Technikzeug da verstecken kann und der Fernseher verdeckt es wieder. Wenn wir jetzt hier rauskommen, sehe ich gerade, dein Küchenblock hat nochmal eine andere Farbe als die Rückwand.
Ja, genau. Das ist zwar nur so eine kleine Abstufung ne, aus der gleichen Farbfamilie, aber ich wollte das nicht so einheitlich haben und ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann, aber die Wände sind in dem gleichen Farbton wie dieser Küchenblock. Also wir haben den dunkleren Hintergrund und dann vorne den Block in der gleichen Farbe wie die Wände. Das habe ich so im ganzen Haus eigentlich gemacht, dass die Elemente immer wiederkehren. Also das Farbkonzept und die Materialien, die tauchen immer wieder auch in unterschiedlichen Räumen auf, dass das ein harmonisches Gesamtbild gibt. Und ich finde auch diese cremefarbenen Wände oder diese ganz hellbeigen Wände, da setzen sich die weißen Türen schön ab, die Fenster schön ab, dann sieht man das besser. Und das gibt dem Ganzen hier nochmal so eine Staffelung, wenn die Farbe vorne anders ist. Die Wände sind ja vom Haushersteller gemacht, das andere vom Schreiner. Auch das darf man nicht unterschätzen, ne, was die Abstimmung von Farben angeht. Ja, genau. Ich habe ja versucht, den gleichen Farbton auf dieser lackierten Fläche hier zu haben, wie auf den Wänden. Da musste man halt mit den Farbfächern, weil das sind unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Farbsysteme, ein bisschen rumzaubern, dass man da das Richtige gefunden hat. Aber ist halt auch super, dass der Küchenblock von der Seite hier auch noch Stauraum hat und nicht nur von der anderen Seite. Das ist jetzt weniger tief auf der Seite, das ist die normale 60er Tiefe und hier sind es, glaube ich, nur 30 Zentimeter. Aber für Geschirr ist das ideal und da habe ich halt mein Porzellan drin und solche Dinge. Sehr schön. Und was das Materialkonzept angeht, sind auch die Bäder ganz interessant. Deshalb würde ich sagen, wir gucken mal unten ins Gäste-WC und dann gehen wir hoch, oder? Ja, super, gerne. Alles klar. Hier unten gibt es jetzt nur in Anführungsstrichen ein kleines Gäste-WC, ne? Genau. Das ist auch recht klein und kompakt, da wollten wir keinen Platz verschwenden. Sind nur 2,3 Quadratmeter, glaube ich, wenn ich da mal dazwischen darf. Genau, ich gehe mal hier rein, da haben wir auch nur den Bereich gefliest, wo das Waschbecken ist und hinter dem WC. Und ganz schön hier diese hellblauen, hier haben wir uns mal ein bisschen Farbe getraut, auch wieder hellblau wie draußen die Tür und die Fensterläden. Und hier haben wir wegen der Raumsituation die Fliesen hochkant verlegt. Oben sehen wir sie dann mal waagerecht. Wenn wir jetzt hier hochgehen, sehe ich gleich diese wunderschöne gebogene Geländerlauf hier. Das ist auch nicht ganz einfach, oder? Ja, das stimmt. Also für mich war es auch neu herauszufinden, dass es also deutsche Bauvorschriften gibt, die dann genau festlegen, dass die Krümmung von dem Geländer einen exakten Abstand haben muss zu der zum Treppenverlauf. Und wenn das jetzt in der Standardausführung wäre es dann so gewesen, dass das hier endet und dann da nichts ist. Und das fand ich nicht schön. Ich wollte dann ein so durchgehendes Ding haben und war aber überrascht, dass dieses kleine Eckchen hier dann nochmal 500 € gekostet hat. Hatte mich jetzt überrascht, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil das geht hier so in so einem schönen Kurve um die Ecke. Auch deine Treppe ist sehr schön. Du hast hier Eichestufen, weiße Wange, weiße Setzstufen und das war, glaube ich, auch nicht ganz Standard hier, ne? Das stimmt. Die Stufen sind halt komplett Eiche, also nicht so Stäbchen verleimte. Und das gibt aber diesen schönen, hochwertigen Charakter, der auch besser zum Parkett passt und mit diesen weißen, ich glaube, das heißt Setzstufen, was dann da so senkrecht runtergeht, das hat halt auch wieder diesen klassischen alten Look. Hier oben sehe ich jetzt, habt ihr teilweise Dachgleichdecke, also bis in den Spitzboden aufgebaut. Das ist ja für diesen Raum sehr schön. Das sind, glaube ich, 10,4 Quadratmeter und ich sehe, du nutzt es auch wirklich. Ja, genau. Also ich wollte keinen separaten Raum jetzt für mein Homeoffice verschwenden, ja, aber das bietet sich ja an hier. Dann haben wir hier einen kleinen Schreibtisch hingemacht und diesen Einbauschrank auch bis hoch in die Decke, also bis in die Schräge hinauf. Und das ist super, weil ich wollte optimale Raumnutzung, also ist ja ein Thema, kein Keller und deswegen immer viel Stauraum und sowas wie Aktenordner oder Dinge, wo man Steuerunterlagen, die braucht man einmal im Jahr, die sind alle schön da oben drin und
ja, nehmen keinen Platz weg. Du hast noch zwei nette Details hier untergebracht. Einmal gibt es hier eine Glasscheibe. Das war, glaube ich, so ein bisschen wegen dem Schallschutz. Ne? Genau. Und du hast gesagt, es gibt ja hier noch den Heizkreisverteiler von der Fußbodenheizung. Das ist ja immer so das Problem. Wo bringt man den unter? Was stellt man da vor? Ne? Ja, genau. Und dann war er halt da und ich wollte meinen Schreibtisch hier hin machen. Und da haben wir uns also auch noch was Lustiges einfallen lassen. Und zwar ist der Schreibtisch hier an der Wand wie auf so einer Schubladenauszugsschiene geführt. Und das heißt, wenn ich da mal hin muss, dann kann ich den ganzen Schreibtisch einfach hier so auf dieser Schiene nach vorne ziehen und komme da hinten an die Klappe dran. Super. Genau. Hier gibt es ein ganz spannendes Zimmer, das mit 14,2 Quadratmetern nicht riesig ist, aber ganz, ganz viele Funktionen unterbringt. Da schauen wir doch jetzt bitte auch mal rein. Ja, gerne. Es ist nicht das klassische Kinderzimmer. Richtig. Jetzt sind meine Töchter ja schon groß. Die eine wohnt nicht mehr zu Hause, die andere beginnt bald mit dem Studium. Und ich habe also gedacht, ich möchte einen Gästebereich haben, wo meine Kinder mich mit Familie vielleicht eines Tages auch gerne besuchen kommen. Und damit das angenehm ist und man sich nicht so auf der Pelle sitzt, habe ich gedacht, sollte das ein Bereich sein, der einigermaßen autark ist, wo die sich auch mal zurückziehen können, dass wir uns nicht alle irgendwie an der Dusche anstellen müssen. Deswegen haben wir hier wie so einen kleinen Bereich. Jemand hat mal gesagt, es ist wie ein Tiny House, ja, im Haus. Deswegen hier, also im Moment wohnt noch meine jüngere Tochter hier. Und dann wird es halt zum Gästebereich. Und es gibt hier oben nochmal 6 Quadratmeter Schlafgalerie. Ich glaube, da darf man nachher mal kurz gucken, weil da sehr schön dieser Kamin, der hier ja hochläuft von unten, dann umbaut ist. Das ist auf jeden Fall ein Detail, das sehenswert ist. Und es gibt hier ein kleines Bad, das nochmal 3,5 Quadratmeter hat. Also dieser Schlaf- und Ankleidebereich, das sind, glaube ich, 26 Quadratmeter und das ist der Raum oder die Räume im Haus, wo du am meisten Planungsarbeit reingesteckt hast. Ja, tatsächlich, das war genau wie die Küche. Küche war auch ist auch viel Gedanke reingeflossen, aber hier ganz besonders knifflig, weil wir hier so diese spezielle Raumsituation haben mit dem Giebel, also dem Quergiebel, der hier ja nochmal verläuft und so eine schwer vorstellbare Deckenschrägen-Situation erzeugt. Und es war nicht so einfach, sich vorzustellen, wie macht man das hier am besten. Und wir haben hier also vom Schreiner, auch der die Küche gemacht hat, hat also auch diesen Bereich hier sehr schön umgesetzt. Und was das Besondere ist, das sieht zwar so aus, als würde bis ganz oben der Schrank gehen, aber in Wahrheit ist das nur eine Blende, die den Speicherraum verdeckt. Also hinter dieser Schrankwand ist das Badezimmer, das sehen wir uns ja nachher bestimmt auch noch an. Und man kann hier seitlich so eine Treppe hochgehen und da oben ist so eine Schlupftür mit so einem Tip to Open. Und von der Rückseite kann man dann Regale, den oberen Bereich, genau. Und hier unten sind ganz normale Kleiderschränke. Und da drin integriert ist dann halt also auch die Tür, die ins Badezimmer führt. Die habe ich dann in der gleichen Farbe gehalten auch. Und auf der anderen Seite ist dann die Abtrennung zum Schlafbereich. Da sind die Schränke auch weniger tief. Hier sitzt die normale 60er Tiefe und da sind es nur 40. Da habe ich Pullover drin und solche Sachen, alles was gefaltet ist. Das braucht nicht so viel Raum, damit es hier nicht beengt ist. Ja. Und man muss ja auch die Türen aufkriegen. Genau. Und hinter dem Schrank mussten wir eine Trennwand einziehen, also eine richtige Wand, eine gebaute Wand, die wir aber nicht bis unter die Decke gemacht haben, weil das wäre dann so, ja, nicht so luftig gewesen.
Die ist genauso hoch wie der Schrank, dass das gar nicht so auffällt, aber da drin sind die ganzen Elektroinstallationen, Schalter, Steckdosen und so weiter, die wir da am Bett brauchen. Hier gibt es auch noch ein paar statische Besonderheiten, die nicht so einfach waren, hast du mir erzählt. Zum Beispiel, dass diese Balken hier genau auf die Ecke laufen. Sowas macht der Statiker halt, wie es am praktischsten ist und nicht, wie es optisch am schönsten ist. Aber das ist dir Gott sei Dank aufgefallen. Ja. Und auch hier im Schrank hast du mir erzählt, damit das von der Statik mit so einem hohen Schrank in Anführungsstrichen klappt, dass du die Badezimmerdecke dahinter laufend vorgezogen hast, auskragend, ne? Damit der obere Bereich da drauf stehen kann. Ja, das war Teil dieses ganzen Getüftels, dass tatsächlich die Decke bis hier vor geht und dort, wo man denkt, dass die oberen Türen sind, die verdecken quasi die vordere Kante. Wir haben nur hier eine Aussparung gemacht für die Treppe, damit man die nicht so sieht, wenn man von vorne kommt. Und das musste man dann natürlich auch fein austarieren, dass die Leiter nicht vor diesem Fenster hier verläuft und dass oben das kleine Fenster nicht verdeckt ist, damit das Licht nicht verloren geht. Und der schönste Raum, würde ich ja mal sagen, ist dann dieser Schlafbereich, wo es sogar ein Sitzfenster gibt. Ja, hier ist jetzt der Schlafbereich mit dem ganz großen Fenster. Ich liebe meinen schönen Garten und das ist ja hier auch genauso ausgerichtet. Das ist genau dieser Quergiebel, wo unten die Eckbank drin ist. Das ist jetzt hier quasi über der Eckbank. Ja. Und ja, ich habe dieses große Fenster, was in den Garten rausführt, von dem ich bei gutem Wetter auch in die Berge blicken kann. Und hier habe ich extra am Bett auch einen Schalter, damit ich meine Jalousie öffnen und schließen kann. Wenn ich morgens wissen will, wie das Wetter ist, brauche ich gar nicht aufstehen. Das finde ich auch sehr schön. Und es gibt nochmal den Zugang auf die Terrasse hier oben und hier eben auch die eingangs erwähnten Fliegengitter, die man dann aufmachen und zumachen kann, wenn man lüften möchte. Und was vielleicht an diesem Sitzfenster noch ganz nett ist, ist, dass hier, das sind Truhen, da kann man also öffnen. Und da habe ich Bettwäsche oder die Winterdecken drin, die man halt gerade nicht braucht, wo man nie weiß, wo es hin soll, ist hier ganz praktisch verstaut. So, dieses Ensuite-Bad ist 14,3 Quadratmeter groß und ich habe selten ein so gut gegliedertes Bad gesehen. Ja, das ist super. Das ist irgendwie von der Architektin prima vorbereitet worden und dann bei der Ausstattung von dem Bad haben wir lange an der Badewanne rumgetüftelt. Also diese Nische war schon im Entwurf so vorgesehen, dass hier eine Badewanne hinkommt. Allerdings war da anfangs vorgesehen so eine normale eingebaute Badewanne. Und wir haben dann lange rumgetan, von Wand zu Wand so einen Sockel bauen und dann die Wanne da einlassen. Es hat mir einfach nicht gefallen. Und dann sind wir auf dieses Modell, also so eine halb freistehende Wanne gekommen. Und ich finde, das sieht super aus in der Nische und ist ein bisschen luftiger und nicht so ein riesen Klops. Und ich habe mich auch extra für die kleinste entschieden. Weil ich hatte vorher in der alten Wohnung so eine riesen Badewanne. Das Problem ist, man braucht unfassbar viel Wasser und man geht unter. Also man kann sich ja nirgendwo abstützen und dann flutscht man immer in das Wasser rein. Und deswegen, diese Wanne ist also das kleinste Maß, was es gab. Und ich finde, ich passe genau rein. Ich fühle mich wohl. Ich finde das ideal von den Proportionen her. Und wir haben jetzt hier an der Wand wieder diese schönen Metrofliesen, die wir unten aufrecht hatten, hier liegend. Auf dem Boden, das ist jetzt eine neue Fliese, so ein bisschen in Schieferoptik, 60 x 60 ist ein Feinsteinzeug, hast du gesagt, ne? Genau. Und was hier auch zum ersten Mal auftaucht, ist, glaube ich, das Rosa. Genau, also rosa ist eigentlich meine Lieblingsfarbe und ich habe als Kind in einem rosa Badezimmer begonnen, aber ich wollte keine rosa Fliesen, das war mir zu festgelegt, das hätte ich dann ein bisschen schwierig gefunden. Unten habe ich die in hellblau gewählt, im Gäste-WC finde ich es nicht, da kann man sich sowas mal erlauben, aber hier bin ich bei klassisch weiß geblieben, aber immerhin die Wände haben wir rosa gestrichen als Reminiszenz an früher. Und diese gleichen Fliesen haben wir vorhin auch in dem Gästebad gesehen. Ich verwende immer gerne die gleichen Materialien. Und was hier noch eine Besonderheit ist, dass diese Bodenfliese gibt es hier drüben auch als Mosaikfliese im Duschbereich. Das gleiche Material, aber halt hier die kleinen Formate. Ich fand das einfach eine schöne, kleine, dezente Abwechslung.
Und die Bodenfliese geht an der Rückseite vom WC und auf der Rückseite von der Dusche bis hoch zur Wand. Das mischt die beiden Materialien nochmal ganz schön. Katrin, vielen, vielen Dank, dass du uns alle deine Tipps und Tricks verraten und gezeigt hast. Ja. Ich hoffe, für euch waren da wieder ein paar Ideen dabei. Wenn ihr euch die Grundrisse und Infos zum Haus anschauen wollt, gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung den Link in unsere Hausdatenbank. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.